Das Samsung Galaxy S10. Top-Display, Top-Kamera, Top-Leistung. Ein Multitalent, das vieles richtig macht. Ein unschlagbares Gesamtpaket. Die nächsten Flaggschiffe stehen schon in den Startlöchern. Stellt sich die Frage, ob sich das S10 noch lohnt. Beginnen wir mit der Beantwortung dieser Frage. Verarbeitung. Ein Glas-Aluminium-Sandwich, das sich hochwertig und solide anfühlt. Es ist verwindungssteif und knarzt oder knackt nicht. Die Spaltmaße sind hervorragend, gering und gleichmäßig, zumindest bei meinem Gerät. Das war bei meinem S9 letztes Jahr schlimm und es sammelte sich mit der Zeit Staub und Schmutz zwischen Glas und Alurahmen. Zu bemängeln habe ich lediglich leichtes Spiel der Tasten. Apropos Tasten, wer hat sich die hohe Platzierung der Tasten ausgedacht und wer hat es genehmigt? Ich komme zwar an die Tasten, aber es würde deutlich besser gehen, vor allem wenn man den Bixby-Knopf endlich abschaffen würde. Display. Das Dynamic AMOLED Display, wie es Samsung dieses Jahr nennt, ist das Beste auf dem Markt. Punkt. Hohe Auflösung, Top-Farben und Kontraste, HDR10 Plus Fähigkeit, verringerter Anteil an blauem Licht, eine punktuell maximale Helligkeit von bis zu 1200 Nit, sodass der Bildschirminhalt sogar unter der prallen Sonne ablesbar ist. 100%ige Abdeckung des DCI P3 Farbraumes sowie die Möglichkeit, verschiedene Farbprofile einzustellen, sodass für jeden Geschmack vorgesorgt ist. Lautsprecher. Das S10 besitzt zwei Lautsprecher. Einer befindet sich in der Hörmuschel und der zweite ist auf der Unterseite des Gerätes. Die Lautsprecher sind von AKG getuned und beherrschen Dolby Atmos. Aber klingen sie auch gut? Ja, definitiv. Sie klingen klar und werden laut genug. Lediglich bei höchster Stufe verzerren sie etwas. Aber das Gerät an sich vibriert nicht störend. Hier gibt es wirklich nichts zu meckern. Kamera. Das S10 besitzt 4 Objektive, davon 3 auf der Rückseite und eines auf der Vorderseite, das mit 10 Megapixel auflöst, weitwinklig ist und Videos in 4K aufnehmen kann. Auf der Rückseite befindet sich ein Weitwinkel, ein Ultraweitwinkel mit 123 Grad sowie ein Teleobjektiv mit zweifachem Zoom. Das S10 vereint also ein komplettes Set an Objektiven in einem kompakten Gehäuse. Zudem gibt es wieder die variable Blende mit Unterstützung für den f1.5 und f2.4 Modus, wobei f1.5 bei schwachem Licht für hellere Fotos sorgt und f2.4 bei Tageslicht für schärfere Fotos sorgt. Fotos und Videos bei Tageslicht sehen wirklich sehr gut aus. Und auch Porträtfotos, genannt Live-Focus, sind ganz oben dabei. Die Videostabilisierung funktioniert hervorragend und Slow-Mos können mit bis zu 960 Bildern pro Sekunde gedreht werden. Ja, selbst HDR10 Plus Videos können erstellt werden. Die spannende Frage lautet, wie gut ist der per Update nachgereichte Nightshot-Modus? Ich persönlich finde ihn wirklich gelungen. Hier einige Beispielfotos. Macht euch selbst euer Bild. Leistung. Der Samsung-eigene Exynos 9820 werkelt munter vor sich hin. Ich habe nichts zu beanstanden, da er alle meine Aufgaben zügig erledigt. Apps öffnen schnell und auch das Wechseln zwischen den Apps geht schnell vonstatten. Einziger Kritikpunkt ist die Tatsache, dass trotz 8 GB Arbeitsspeicher einige Apps, wie zum Beispiel YouTube oder Google Play Music, nicht lange im Speicher gehalten werden. Abgesehen davon ist die Performance wirklich sehr gut und das S10 ist definitiv gut für die Zukunft gewappnet. Software. Android 9.0 Pie mit dem niegelnagelneuen One UI on top wirkt modern und ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Der Gedanke bei One UI ist folgender. Die heutigen Smartphones werden immer größer, so auch die Displays. Um die Bedienung zu erleichtern, platziert Samsung alle klickbaren Elemente auf dem unteren Teil des Bildschirms. Dieser ist mit dem Daumen gut zu erreichen. Dieses Konzept gefällt mir persönlich sehr gut und ich finde, dass sich die anderen Hersteller auch mal Gedanken dazu machen sollten. Leider fehlt es an einigen Stellen noch am Feinschliff. Die Icons zum Beispiel wirken zu verspielt. Da würde ich mir eine Neuauflage wünschen. Nichtsdestotrotz geht Samsung den richtigen Weg. Auch in Sachen Software-Updates geht Samsung den richtigen Weg. Die monatlichen Sicherheitsupdates kommen pünktlich an. Das muss gelobt werden. Samsung hat sich in diesem Punkt wirklich verbessert, zumindest in Deutschland. Akku. Das S10 besitzt einen 3400 mAh starken Akku. Mit der Akkulaufzeit im WLAN zu Hause bin ich zufrieden. Ich komme auf Screen-On-Time-Werte von 5 bis 6 Stunden. Mit der Akkulaufzeit im Mobilnetz bin ich allerdings nicht zufrieden. Screen-On-Time-Werte von 3 bis 4 Stunden.
Im Standby verbraucht das S10 meiner Meinung nach zu viel Energie. Wenn es darum geht, den leeren Akku aufzuladen, bin ich absolut zufrieden. Egal ob per Kabel oder kabellos, es geht sehr schnell. Features: 3,5 mm Klinke, IP68 Staub- und Wasserschutz, Bixby, nein, ganz bestimmt nicht, und ich hoffe, der zusätzliche Bixby-Knopf wird abgeschafft. Dual-SIM, SD-Karten-Slot, Wireless Charging, Reverse Wireless Charging, In-Screen Fingerprint Sensor, Heartrate Sensor und. Fazit: Das S10 vereint so viele Features in einem eleganten, hochwertigen und kompakten Gehäuse wie kein anderes Gerät. Es ist schön, elegant, performant, ermöglicht tolle Fotos und Videos, gibt Musik klar und laut wieder. Das alles zu einem mittlerweile guten Kurs. Ich kann und möchte das S10 liebend gerne empfehlen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt mittlerweile einfach. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Abonniert meinen Kanal und liked dieses Video.